Ahoi, schön, dass du da bist. Ich habe ja neulich meine Malecke umgebaut und hergerichtet und an dem Tag habe ich nicht nur die umgeräumt, sondern auch grundsätzlich ein bisschen meinen Kunstkram durchgeschaut und aufgeräumt und dabei habe ich einiges gefunden, was ich noch gar nicht benutzt habe. Kleiner Disclaimer an dieser Sache, an dieser Stelle. Die Dinge habe ich mir alle selbst gekauft, weil ich sie haben wollte, weil sie mich angesprochen haben, weil es, naja, der sogenannte Schnappi war oder weil einfach die Box hübsch designt war. Wie auch immer, man findet ja immer Gründe, mehr Kunstmaterialien zu kaufen. So, jetzt habe ich diese ganzen Sachen natürlich alle noch gar nicht benutzt. Heißt, ihr könnt jetzt einmal entscheiden, was ihr gerne in einem Video sehen wollt. Ich habe hier einen ganzen großen Stapel an Dingen. Die gehen wir jetzt einmal zusammen durch, welche Kombination da zum Beispiel auch sinnvoll wäre. Und ja, ich sage ein bisschen was dazu, warum ich das gekauft habe. Noch nicht zu viel. Das würde dann in dem entsprechenden Video zu dem entsprechenden Kunstmaterial natürlich dann einmal kommen. So, wir schieben das einmal zur Seite. So viel, dass es gar nicht ganz aus dem Video rauspasst. Wir fangen an mit dem, was ihr schon gesehen habt. Faber-Castell, ich bin ja Faber-Castell-Fangirl. Konnte ich natürlich nicht an der Faber-Castell Black Edition vorbei. Und was mich hier angesprochen hat, die hat natürlich auch Tester dort im Faber-Castell Shop. Die haben hier so eine wunderschöne Pinselspitze. Und 20 verschiedene Farben. Ich zeige sie euch einmal, so sehen sie hier auf dem Karton aus. Da ist, denke ich mal, genug Auswahl dabei bei 20 Farben. Ja, Black Edition, allein der Name hat mich schon angesprochen und deswegen konnte ich da einfach nicht dran vorbeigehen. Pinselspitze finde ich auch immer super. Benutze ich auch ja sehr gern bei meinen Alkoholmarkern. Das wäre also Kandidaten Nummer 1. Weiter geht's. Hier kommen wir zu etwas, was vielleicht sinnvoll ist, zusammen auszuprobieren. Und zwar habe ich mir dieses Füller-Set geholt. Und ihr seht, hier sind 3 verschiedene Stiftaufsätze oder Federn. Ja, wir haben Tinte in Tintenform und dazu, also in Patronenform, habe ich mir noch diese türkise Tinte geholt, auch alles aus dem Faber-Castell Shop. Und, weil es ja sonst nicht anders geht, einen Konverter. Ich muss gestehen, ich habe noch nie einen Konverter benutzt. Es könnte auf jeden Fall sehr witzig werden, das einmal auszuprobieren, wie das alles so zusammen funktioniert. Kalligrafie-Skills, ja, habe ich auch nicht so wirklich, würde ich aber gerne mal probieren. Das ist bestimmt super spannend. Ich habe ganz viel schöne Schriftarten schon gesehen und Menschen, die schöne Dinge mit diesen verschiedenen Federn einfach hinbekommen. Und natürlich können wir natürlich auch testen, wie gut die zum Zeichnen geeignet sind. So, das wäre dann einmal mit dem Tintenfass und dem Konverter, denke ich mal, auch ein schönes Video. Machen wir weiter. Und zwar habe ich hier nochmal Tinte, die habe ich jetzt extra gerade nicht extra dabei geholt. Diese Tinte soll im Dunkeln leuchten. Das ist jetzt die Frage, ob wir das zusammen mit den anderen Dingen ausprobieren, da eine Kombination machen, oder ob ich diese Tinte in einem Einzelvideo mache, weil ich habe sie auch einzeln gekauft, die hat jetzt nichts mit den anderen Dingen zu tun. Die Preise von diesen Dingen werde ich euch jetzt nicht einblenden, weiß ich jetzt nicht mehr, was die gekostet haben. Kann man aber, denke ich, alle googeln. Wir haben alle ein Telefon und können das googeln. Ja. Ist dann die Frage, machen wir hier ein extra Video? Soll ich das da mit reinpacken? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich bin super gespannt auf nachtleuchtende Tinte. So. Ja, im Zuge dessen habe ich mir auch noch einen Pitt Artist Pen in der Farbe Weiß gegönnt. Und zwar den, na komm schon, fokussier dich. Und zwar den großen. Den können wir gerne mal ausprobieren, ob der auch schöne Highlights macht. Und vielleicht geht der sogar in Kombination mit dem nächsten. Da habe ich von Cretacolor, oh, das spiegelt aber.
Super. Also, Cretacolor, diese Box gekauft. Und warum ich die gekauft habe, ist, denke ich mal, klar. Ne? Ich meine, hallo, das Ding heißt Wolf-Box. Da ist ein Wolf drauf. Ist doch logisch, dass ich das kaufen muss. Konnte ich nicht dran vorbeigehen. Wenn man das mal umdreht, ach, hier ist der Preis sogar noch drauf, 20,95 habe ich bezahlt. Da sind 25 Stifte drin, so, ich sehe hier irgendwie so, das sieht alles so nach Pastell- und Kohlestiften aus, ist wahrscheinlich auch so ein Kohle-Set, Passion for Pencils. Ja, das denke ich mal, wäre vielleicht noch ein gutes Video. Ich habe mit Kohle noch nicht gearbeitet, mit Pastell auch nicht so wirklich. Das war natürlich irgendwann mal, glaube ich, in der Scrollerbox oder so drin. Aber ja, da ist auf jeden Fall Neuland für mich und ich probiere gerne neue Dinge aus. Und ihr seht, das ist auch noch original verpackt. Ja. Das liegt also einfach bei mir rum und ich habe es noch gar nicht. Also es hatte noch gar keine Aufmerksamkeit bekommen, obwohl es Wolfbox heißt. So. Beim nächsten konnte ich nicht dran vorbei, weil das fand ich einfach niedlich. Ich habe es mitbestellt. Das ist ein Leinwandset. Und guck mal hier mein Finger. Wie klein ist bitte einfach diese Leinwand? Das sind, das muss man gerade durchzählen, 9 Leinwände. Ja, 2, 5, 8, 9. In verschiedenen Größen, alle quadratisch. Es ist die Frage, man könnte natürlich so ein komplettes Bild machen und die dann irgendwie zusammen puzzeln oder ein Bild auf jede einzelne Leinwand. Sagt mir da gerne eure Ideen, wenn ihr welche habt. Gerne alles mal in die Kommentare und ohne Witz, ne? Guckt euch das an. Das ist mein Zeigefinger. Wie klein die sind. Das wird eine Herausforderung, die ich sehr gerne annehme. So, weiter geht's. Und diese beiden wurden mir zusammen empfohlen, auch vom Faber-Castell Shop. Und da mal ein ganz großes Dankeschön an die Crew vom Hamburger Faber-Castell Shop. Dann habe ich die Sachen her. Die haben mich wirklich sehr gut beraten. Ich habe auch sehr viel Geld da gelassen, aber das stört mich überhaupt nicht. Und zwar ein Handlettering-Set. Ne? Wir haben ja auch bald schon wieder Weihnachten. Ja, es ist tatsächlich schon wieder soweit. Hier sind so verschiedene Vorlagen, Schablonen drin. Das ist vielleicht nochmal ganz cool, gerade jetzt das mal auszuprobieren. Geht auch wieder einher mit Kalligrafie, würde ich mal sagen, damit man so Grußkarten, Geschenkanhänger zu basteln. Da hatte ich einfach auch mal Bock drauf, da mit einer kleinen Anleitung das einmal zu machen. Und ich sehe auch hier scheint auf jeden Fall farbiges Papier drin zu sein. Ich habe die Box noch nicht aufgemacht, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe die gekauft und ich glaube, das ist sogar schon etliche Monate her, dass ich im Faber-Castell-Shop gewesen bin und seitdem liegt es halt einfach hier und es ist schade, weil ich habe es hier gekauft, weil ich es unbedingt benutzen wollte. Dann habe ich es so gut weggepackt, dass ich vergessen habe, dass es existiert und beim Aufräumen dann wiedergefunden. Falls du das auch fühlst, schreib mir das gern in die Kommentare mit deinem Lieblings-Emoji. Und wie gesagt, hier anstelle von Happy Birthday kann man natürlich dann auch Frohe Weihnachten draufschreiben und so den Geschenken einfach nochmal eine kleine persönliche Note verleihen oder überhaupt etwas selber zu basteln. Ja. Und dazu wurde mir von, auch aus dem Faber-Castell-Shop von, ups, hier ist es, Hahnemühle, der Handlettering-Block empfohlen, 25 Blatt, 170 Gramm und ihr seht, der ist original verpackt. Ich habe den also selber auch noch gar nicht ausprobiert. Das könnte gut zusammengehen mit dem Set oder auch mit den ganzen anderen, mit den Füllern, mit den Kalligrafiespitzen, mit den Tinten. Da könnte das vielleicht auch ganz gut gehen. Und hier steht leider kein Preis drauf, kann ich euch leider nicht sagen. Müsst ihr gegebenenfalls selber einmal die Finger für Google bemühen. Ja, das war's für heute. Soweit von mir. Wie gesagt, was euch am besten gefällt, was wir ausprobieren, lasst mir da gerne einen Kommentar da. Ich denke, ich kann gar nicht so wirklich Favoriten abgeben, aber das Handlettering-Set ist auf jeden Fall ganz vorne mit dabei und auf jeden Fall die nachtleuchtende Tinte. Vielleicht kann man das sogar kombinieren, so als kleines Gimmick. Das heißt,
wenn man dann so die Geschenke unterm Baum hat und das Zimmer ist vielleicht abgedunkelt und dann bastelt man hier selber die Geschenkanhänger, wo ist er denn hier zum Beispiel, und schreibt dann einfach mit nachtleuchtender Tinte den Namen drauf und dann leuchten die schon so im Dunkeln. Das stelle ich mir unfassbar cool vor. Oder man malt einfach kleine spooky Elemente vielleicht mit drauf, vielleicht einen kleinen Geist, der da so auf der Karte rumgeistert und den sieht man dann natürlich dann nur, wenn das Licht aus ist oder gedimmt ist, dass er so anfängt zu schimmern. Das stelle ich mir sehr, sehr cool vor. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, schreibt mir alle eure Ideen gerne in die Kommentare und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.